Union hat es schon vor einigen Monaten angekündigt, sie werde das Bürgergeld zum Wahlkampfthema machen. Und die Zahlen scheinen ihr recht zu geben. Es gibt offenbar eine große Zahl von Menschen, die nicht arbeiten wollen, obwohl sie es könnten. Die Forderungen an die Ampel sind deutlich und sie reichen bis hin zum kompletten Leistungsentzug für Arbeitsunwillige. Jetzt mischt sich auch noch das Thema Integration und Migration in diese Debatte, denn 47% der Bürgergeldempfänger sind Ausländer. Das Bürgergeld ist Wahlkampfthema. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann vermutet eine sechsstellige Zahl von Menschen, die arbeiten könnten, aber grundsätzlich nicht wollten. Er will ihnen die Grundsicherung streichen. Applaus aus der Partei. Es gibt Menschen, die können arbeiten, aber sie wollen nicht. Es muss auch keiner arbeiten. Es gibt keinen Arbeitszwang in Deutschland. Aber dann bitte nicht zu Lasten der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, weil es ist unfair. Und das Problem ist nicht nur eins deutscher Bezieher. 2010 waren 20% der Bürgergeldempfänger Ausländer, im vergangenen Jahr hingegen 47%. Das Wachstum ist überproportional, denn 2010 machten sie 9% der Bevölkerung aus, letztes Jahr hingegen auch nur 15%. Es sind überwiegend Asylbewerber. Dabei hält diese Menschen nichts von der Arbeit ab. Ist der Asylantrag positiv entschieden, kann sofort gearbeitet werden. Und die Bundesagentur weist extra darauf hin. Auch wenn Ihr Asylverfahren noch läuft oder Ihr Asylantrag abgelehnt wurde, dürfen Sie gegebenenfalls in Deutschland arbeiten. Dies kann der Fall sein, wenn Sie sich schon länger als 3 Monate in Deutschland aufhalten. Doch offenbar ist der Anreiz und vielleicht auch der Wille in vielen Flüchtlingsunterkünften nicht da, aus dem Bürgergeld in den Job zu wechseln, solange keine Sanktionen drohen. Die 5 größten Ausländergruppen im Bürgergeld mit dem Zuwachs zum Vorjahr. Ukrainer 722.000 plus 2%, Syrer 514.000 plus 3%, Afghanen 198.000 plus 12%, Westbalkan 114.400 plus 3%. Lediglich bei Irakern ging der Anteil mit 112.000 um 3% zurück. Der CSU ist dieser Zustand schon länger ein Dorn im Auge. Für Ukrainer lautet ihr einfaches Rezept: Natürlich kann man auch darüber nachdenken, dass am Schluss bei Verweigerung einer Arbeitsaufnahme auch die Rückkehr in die sicheren Gebiete der Westukraine möglich sein muss. Bei den Genossen wird man nervös. Das Bürgergeld, eigentlich als positiver Politschlager geplant, entwickelt sich zum Eigentor. Jetzt gilt es vor allem noch mal zu gucken, wie treffsicher ist die Ausgestaltung. Und auch der Bundeskanzler hat deutlich gemacht, es muss noch etwas treffsicherer werden. Viel Zeit bleibt dafür nicht mehr. Die Umfragewerte der SPD sind schlecht im Bund, aber besonders in Sachsen, wo die Partei demnächst ein einstelliges Ergebnis befürchtet. Darüber möchte ich sprechen mit Andrea Lindholz von der CSU. Sie ist stellvertretende Fraktionsvorsitzende für Recht und Inneres. Ich grüße Sie. Hallo, grüß Gott. Beim Bürgergeld hat die Union ja letztendlich selbst zugestimmt im Vermittlungsausschuss nach minimalen Änderungen. Wie unglaubwürdig macht man sich denn auch vor dem Wähler, wenn man jetzt die Abschaffung fordert, obwohl man dem Ganzen ja selbst zugestimmt hat? Also wir haben von Anfang an gesagt, dass das Bürgergeld in die falsche Richtung ging. Bei dem Punkt, den Sie angesprochen haben, ging es darum, dass man noch mal bei den Sanktionen eine Verschärfung erreicht hat. Allerdings sehen wir, dass unsere Warnungen vollumfänglich eingetreten sind. Das Bürgergeld läuft völlig in die falsche Richtung. Es gibt absolute Fehlanreize, nämlich Fehlanreize, nicht zu arbeiten, und es hat keine wirksamen Sanktionen mehr. Das hat die Ampel jetzt selbst festgestellt. Die Ampel merkt das auch offensichtlich, aber hat noch nicht die Kraft, hier signifikante Änderungen herbeizuführen. Und ich sage ganz ehrlich, wir müssen das komplette System des Bürgergeldes und der Sozialhilfeleistungen auf den Kopf stellen und neu sortieren. So wie das momentan bei uns in Deutschland läuft, ist das nicht länger akzeptabel. Blicken wir auf das Thema Migration. Die Außenministerin Annalena Baerbock meint, in Ländern wie Afghanistan, wo ein islamistisches Terrorregime herrsche, müsse die Bundesregierung daran arbeiten, wie wir bestmöglichen Schutz in Deutschland geben, zum Beispiel auch mit Blick auf Gefährderüberwachung. Sie sagt also, eine Abschiebung in diese Länder sei nicht trivial. Die Frage an Sie, warum ist es denn so schwer, bessere Kanäle zu den Taliban aufzubauen? Ich meine, schon jetzt ist es ja so, dass wir Geld dorthin senden. Also irgendwelche Kanäle sind ja da.
Wissen Sie, was ich mittlerweile komplett unseriös finde? Und ich frage mich, ob das eine einfache Wahlkampftaktik des Kanzlers ist. Sowohl der Bundeskanzler als auch die Bundesinnenministerin haben angekündigt, Abschiebungen nach Syrien und Afghanistan vorzunehmen. Die Bundesinnenministerin erklärt uns jetzt seit Monaten, dass sie das vorhat. Und aktuell sagt sie, sie führt Gespräche. Und ich sage Ihnen, wenn der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland sagt, dass er diese Abschiebungen von schweren Straftätern und Gefährdern vornehmen will, dann gehe ich davon aus, dass er auch entsprechend beraten ist. Und wenn sich dann die Bundesaußenministerin hinstellt und sagt, das sei aus ihrer Sicht nicht möglich, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann fühle ich mich von der Bundesregierung insgesamt leicht verschaukelt. Und ich finde, das ist bei so einem wichtigen Thema überhaupt keine Art und Weise des Umgangs mehr. Es hat auch keiner, da kann ich mir auch keine Entschuldigung dafür überlegen, sondern das ist ein absolutes No-Go, was hier stattfindet. Und ich erwarte, dass das Wort des Kanzlers zählt. Und der Kanzler hat Abschiebungen angekündigt. Da kann ich nicht die Leute hier bei uns überwachen. Wir wissen, dass das mit einem vollkommen unverhältnismäßigen Aufwand auch gar nicht möglich ist. Ich halte mich jetzt mal an das Wort des Kanzlers und deswegen erwarte ich von der Bundesregierung, dass sie genau das tut, was der Kanzler angekündigt hat. Ja, also klare Worte. Nochmal die Frage nach den Beziehungen, nach den Kanälen zu den Taliban. Warum ist es denn so schwer, die aufzubauen? Oder was ist das Problem? Wie würden Sie das als Union handeln? Es gibt technische Kontakte nach Afghanistan, die gibt es, weil wir auch Menschen aus Afghanistan rausholen, sogenannte Ortskräfte. Da findet die Bundesaußenministerin sehr wohl Kontaktkanäle. Die Bundesinnenministerin hat uns ja auch erklärt, in dem Interview vorhin, aber auch uns im Innenausschuss, auch sie hat Kontakte zu verschiedenen Ländern. Sie arbeitet an diesen Kontakten, sie kann die nicht nennen, was ich auch nachvollziehen kann. Deshalb ist es natürlich so, dass Kontakte bestehen und ich erwarte ganz ehrlich auch, dass die genutzt werden. Und nochmal, kann mir nicht vorstellen, dass der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland ankündigt, dass das möglich ist und dass er das tun will, wenn es unmöglich ist. Also insofern würde ich mir einfach mal wünschen, dass die Bundesregierung endlich mal die Dinge, die sie immer vollmundig ankündigt, auch umsetzt und hier nicht nur einen Wahlkampfschlager aufrechterhält, weil das, finde ich, ist der Lage überhaupt nicht mehr seriös und auch nicht mehr entsprechend in Ordnung. Andrea Lindholz, ich danke Ihnen ganz herzlich für diese klaren Worte.